Schönen guten Tag, liebe Kunstfreunde. Hier ist die Anne Pross. Auf einem Aquarellpapier habe ich mir mit einem Papierklebeband einen Streifen aufgeklebt, quer über das Papier. Und jetzt nehme ich eine grüne Acrylfarbe, um sie entlang dieses Klebebandes aufzutragen. Ich habe heute ein experimentelles Bild vor meinen Augen und das wird wieder abstrakt sein, wie fast immer bei mir. Mit einer Metallspachtel trage ich das großzügig auf dem Bild auf über diese Schlangenlinie. Solange die Farbe dann noch frisch ist, ziehe ich später dieses Band wieder ab. Nun habe ich mir noch etwas Gelb beigemischt und diese Farbmischung werde ich jetzt noch verteilen über das Blatt. Es ist eine neue Art, die ich ausprobieren möchte. Sozusagen ein kleines Experiment. Mal sehen, ob es mir gelingt, aber ich hoffe es doch. Da muss ich jetzt sehr vorsichtig agieren, denn die Farbe ist frisch. Ansonsten, wenn es getrocknet wäre, ließe sich das Papier dann nicht ganz so gut abziehen. Deswegen mache ich das jetzt gleich. Die Linie ist jetzt zu sehen. Ich habe jetzt noch ein bisschen weitere Spachtelarbeit vorgenommen und jetzt habe ich mir einen Acrylstift mit weißer Farbe hergesucht und fahre diese Linie nach, denn das wäre jetzt das blanke Papier, das da zu sehen ist, und ich will jetzt einfach diese Linie mit weißer Acrylfarbe auffüllen. Den Acrylstift muss ich manchmal wieder pumpen, damit wieder frische Acrylfarbe nachfließt. In dieser Dose habe ich Acrylbinder, den werde ich nun auftragen über das gesamte Acrylbild, denn ich möchte
diese Schicht, die ich da gemacht habe, versiegeln, damit da nichts verändert werden kann im Prinzip. Das wird einfach mit einem breiten Pinsel aufgetragen und die Fläche ist anschließend gut zu trocknen, damit es erhalten bleibt, so wie ich mir das vorstelle. Das heißt, es sind immer wieder Trocknungsschritte notwendig. Das kann ich mit einem Föhn bewerkstelligen. Als nächstes nehme ich mir eine silberfarbene Acrylfarbe, die ich lasurartig auftrage. Das ergibt so einen mystischen Glanz, den liebe ich sehr, wie so ein leichter Silbernebel, möchte ich sagen. Auch hier bitte gut trocknen lassen. Mit einem Papiertuch trage ich nun eine rote Acrylfarbe auf und tupfe sie über das Bild. Je nachdem, wo ich etwas mehr Farbe haben möchte, lasse ich mehr stehen und das trage ich auch über die gesamte Fläche auf. Dadurch, seht ihr schon, legt sich diese rote Farbe auch über diesen vormals weißen Streifen drüber. Und dieser weiße Streifen erscheint jetzt in einem ganz, ganz hellen Rot- oder Roséton. Wenn ich da über das Gelb fahre, vermischen sich diese unterschiedlichen Schichten und das Gelb bekommt mehr so einen Orangeton. Die untere Schicht bleibt aber bestehen, die wird nicht verändert, aber man kann eben andere Farben darüber legen. Und das ist auch so eine interessante Methode mit diesen verschiedenen Lasurschichten. Das hatte ich trocknen lassen. Jetzt kommt wieder Acrylbinder und ich versiegele das alles erneut. Anschließend lasse ich es wieder trocknen. Das ist das Trocknungsergebnis. Meine nächste Schicht trage ich mit blauer Acrylfarbe auf und zwar nur an bestimmten Stellen des Bildes, die ich dunkler haben möchte. Durch das Auftragen der blauen Farbe erhalte ich dann automatisch mehr Tiefe in dem Bild.
Die Herstellung dieses Bildes hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Eben aus dem Grund, weil man hier mit vielen Schichten von Farbe und von Lasuren arbeitet. Und das ist ja sehr aufwendig insgesamt. Bei der gelben Farbe lege ich nun auch etwas nach, um teilweise das wieder ein bisschen aufzuhellen. Und schon sieht man, dass das entsprechend leuchtender wieder wird, diese gelbe Farbe. Ein paar Farbspritzer sind auch dabei. Nach einer Trocknungsphase führe ich meine Ausarbeitung mit dem weißen Acrylstift fort, indem ich hier neue Linien auftrage und wiederum eine neue optische Ebene schaffe. Diese Linien fahre ich noch einmal mit dem Acrylstift nach, um die weiße Farbe einfach etwas dicker aufzusetzen, damit die Linien noch besser hervortreten.
In den Hintergrund setze ich jetzt noch mal ein paar weiße Punkte. Nach einer Trocknungsphase wiederum eine dünne Schicht von Acrylbinder, der das Ganze wieder versiegelt. Das muss jetzt wieder gründlich trocknen. Man kann das mit einem Föhn machen. Und jetzt kommt Ultramarin. Das lege ich jetzt über das komplette Bild. Hier verwende ich nur eine ganz dünne Lasur. Mit einem Stück Krepppapier nehme ich an bestimmten Stellen die blaue Farbe wieder ab, um zum Beispiel hier in diesem Bild das Grün und das Gelb wieder etwas frei zu legen. Das hat mit der Leuchtkraft der Farben zu tun, die will ich ja erhalten. Alles andere ist dann eben mit dieser dünnen blauen Farbe überzogen. Vielen Dank fürs Zuschauen. So sieht das Bild an der Wand aus. Ciao, bis zum nächsten Mal.